Vorne, hinten, links, rechts, richtig geile Füllung, so wie es sein soll, rein da. Boah, geil, das ist ein Berliner, der dem Namen gerecht kommt, der schmeckt geil, da ist viel Füllung drin. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und einem neuen Video. Wenn ihr euch wundert oder euch das Ganze bekannt vorkommt, dann ist das möglich, denn wir haben bereits auf unserem Hauptkanal vor ein paar Tagen das Ganze hier veröffentlicht mit einer riesigen Berliner Challenge. Und jetzt werden wir auf unserem Zweitkanal noch weitere Sachen einmal probieren und testen, denn wie ihr zum Beispiel hier vorne sehen könnt, ist das Ganze oder bietet die Karnevalszeit vor allem bei Bäckereien und Konditoreien mehr als nur Berliner an. Und deswegen schaut gerne im Nachhinein nochmal, falls ihr es nicht gemacht habt, die epische Berliner Krapfen Challenge an. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem weiteren Tasting auf unserem Zweitkanal und wirklich außergewöhnlichen Karnevalsprodukten. Gesehen, das Ganze könnte euch bekannt vorkommen und jetzt vielleicht auch die Frage, hör, wir waren doch gerade woanders, dann ist das vollkommen richtig. Wir haben die Location geändert aus dem einfachen Grund, wir haben auf unserem Hauptkanal eine riesige Berliner Krapfen Challenge gefeiert, 40 Berliner Krapfen, die wir getestet, gegessen und gemeinsam gefeiert haben. Checkt das Hauptvideo, das bereits online ist, gerne ab und jetzt haben wir das Ganze aus gegebenen Anlass so gemacht, dass wir die Location geändert haben und das weitere Tasting mit den weiteren Bäckereien, die ebenfalls hier wieder fett einmal mit Liebe supported werden sollen, denn auch die machen dieses zweite Video auf unserem Zweitkanal jetzt möglich mit erneuten anlassbezogenen Produkten zu Karneval und den Faschingszeiten und damit testen wir jetzt hier weitere Produkte und auch noch den ein oder anderen Berliner, der auf dem Hauptkanal noch nicht zum Zug kam. Ich würde sagen, wir starten mit dem, was vor uns ist und das ist ein Amerikaner, der als Clown verkleidet ist. Passt zum Krümelmonster nicht ganz, aber was dazu passt, ist das reinzubeißen, zu testen und ordentlich zu krümeln. Wie gesagt, ein Amerikaner hier als Nase hat man von der Bäckerei Büsch das Ganze so zelebriert mit einem schönen Lächeln. Und wisst ihr was? Es sieht wie ein einfacher Amerikaner aus, aber zu Karneval ist alles besonders. Wir beißen zusammen rein. Und auch wenn der Amerikaner nicht mehr so schön aussieht wie vorher, aber ich glaube, das kriegen wir wieder hin. Mit einer abgebrochenen Nase schmeckt das Ganze ganz gut. Ich bin tatsächlich eigentlich gar nicht so der krasse Amerikaner-Fan, aber ich würde sagen, zu Fasching passt das Ganze ganz gut. Smarties oben drüber. Wie gesagt, von der Bäckerei Büsch gibt es das Ganze. Dann haben wir hier Quarkbällchen, die gibt es tatsächlich auch so, aber auch die sind hier und da, hier von der Bäckerei Öme jetzt zum Beispiel, mit dazu, was das Karnevalsangebot angeht. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob da auch eine Füllung drin ist. Es sieht ohne Füllung aus, ich glaube, es ist ohne. Wie gesagt, wenn ich jetzt zu nicht jedem Produkt vielleicht das Richtige sage, nimmt es mir nicht übel. Aber ich weiß zumindest jetzt bei jeder Bäckerei so ungefähr von denen, die jetzt noch übrig geblieben sind. Denn das Krümelmonster hat schon die ein oder andere Bäckerei, zum Beispiel Bäckerei Hinkel, komplett leer gegessen, kann ich euch sagen. Wie gesagt, checkt das Hauptvideo im Nachhinein ab. Wie gesagt, hier die Teigbällchen von der Bäckerei Öme und die auch so einen Spritzring haben. Zugegebenen Anlass so ein Karnevalsspritzring. Oben sehen wir dazu so ein bisschen schön die Glasur, wie oftmals auf dem Berliner. Und auch da würde ich sagen, beißen wir zusammen mal rein. Ich muss sagen, diese Zuckerglasur bei den Berliner, da habe ich es irgendwann verflucht, kann ich schon fast sagen, aber das schmeckt natürlich super. Ist natürlich alles sehr süß. Ich muss sagen, bisher dieser Spritzring jetzt hier von der Bäckerei Öme hat mir mit am besten gefallen, weil ich diesen Teig sehr, sehr gut finde. Also mir schmeckt der, weil es halt sehr weich ist und sehr luftig. Kann jetzt gar nicht sagen, was das für ein Teig genau ist. Ansonsten kann es gerne, für die, die es wissen, mal in die Kommentare schreiben. Schmeckt für mich, was jetzt so die ersten 3 Sachen angeht, mit am besten. Und ich würde sagen,
wir haben noch ordentlich was. Wir bereiten uns auf das nächste vor. So, das erste zur Seite gelegt. Ich würde sagen, dann kommen wir zu dem nächsten Karton. Bäckerei Puppe hat uns noch was übrig gelassen, beziehungsweise besser gesagt, das Krümelmonster hat von der Bäckerei Puppe noch was übrig gelassen. Und falls ihr es nicht seht, dann zeige ich es euch einmal. Wir haben hier noch ordentliche Sachen drin, unter anderem einen, ich sag mal, normalen Berliner, hier mit Marmelade gefüllt. Wir reißen die Dinger jetzt. Oh nein, schaut mal hier. Das Ganze sieht nach einem Pflaumeninhalt aus. Das sind die Spezialberliner. Ist es Pflaume? Es müsste Pflaume sein. Schaut mal hier, wenn wir draufdrücken, kommt es richtig, richtig schön raus. Und ich muss euch sagen, auf den hätte ich mich im Rahmen der Berliner Grafen Challenge sehr gefreut. Zum einen, weil der leichter ist als die anderen. Und zum einen, weil das Pflaumending halt nochmal was ganz anderes ist. Der hat mir gut geschmeckt, der hat mich überrascht. Also, Daumen hoch für Pflaumen. Ich würde sagen, wir haben nämlich hier noch einen weiteren Berliner. Und schaut mal hier, da sieht man schon, in der Mitte ist eine Füllung. Es könnte dementsprechend wieder was mit Likör sein. Auch hier reißen wir das Ganze mal wieder auf. Eine Creme. Es riecht nach Vanille. Wenn ich mich nicht ganz irre, dann müsste das der Eierlikör gewesen sein jetzt von der Bäckerei Puppe. Ansonsten können Sie es auch hier gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich mich irre. Hat mir persönlich, auch wenn ich diesen Alkoholgeschmack gar nicht so krass feier, aber jetzt hier auch gar nicht groß rausschmecke, deswegen würde ich es vermuten, dass es der Eierlikör ist. Schmeckt so ein bisschen, wenn ich mich nicht auch täusche, mit ein bisschen Vanille dazu. Hat für mich auch eine richtig geile Creme, ein richtig fetter Brummer. Würde mich aber, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, ich glaube für die Pflaume entscheiden, weil es einfach so auch Richtung Klassiker Berliner geht. Aber die Bäckerei Puppe hat noch was weiteres und zwar einen Donut. Auch der als Clown verkleidet, eben wie der Amerikaner. Und auch der richtig schön glasiert, oben mit einem Marshmallow oben drüber. Also Donut gibt es auch ein Karneval-Special. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wofür ihr euch entscheiden würdet, Donut oder Berliner. Und falls ihr es nicht wusstet, die Berliner in Amerika sind Donuts, heißen da aber Berliner. Ganz crazy. Als ich in New York war, dachte ich mir, das sind doch Donuts, die werden da Berliner genannt, ganz komisch. Naja, anyways, auch hier, wie ich sehe, haben wir so eine Art Spritzring, ne? Auch hier von der Puppe. Ähnlich, glaube ich, wie jetzt gerade wie von der Bäckerei Ömer. Schmeckt ähnlich, allerdings fällt mir nur hier auf, hier ist ein bisschen weniger Glasur oben drüber. Vom Teig her und allem ist es dann schon das Gleiche. Und dann haben wir hier, sorry, wenn ich es jetzt vertausche, aber ich glaube, das sind diese bekannten Mutzen. Wenn ich mich nicht irre, hier mit Rosinen, auch ein bisschen Puderzucker oben drüber. Wir haben, glaube ich, gleich noch ein paar mehr davon. Aber es müsste eine Mousse sein. Und wenn es, wie gesagt, falsch ist, dann auch da gerne schreiben, ist die gefüllt? Ich glaube, die ist gefüllt. Oh, schmeckt das gut. Also Halleluja, schmeckt das gut. Es ist tatsächlich nicht gefüllt, aber ich sage euch ganz ehrlich, durch diesen, ich sag mal, etwas dunkleren Teig, die Rosinen, die hier einzeln, ich sag mal, überall verpackt sind und dann der Puderzucker oben drüber, das hat einen Geschmack mal ganz anders als die anderen Sachen jetzt hier. Das hat mir auch richtig gut geschmeckt, sage ich euch ganz ehrlich. Also hätte ich nicht vorhin schon 40 Berliner gegessen, ich glaube, da hätte ich die Kartons jetzt hier noch schön leer gemacht. Aber ich würde sagen, wir machen noch weiter, schnappen uns den nächsten Karton. So, von vorne nach hinten gehen wir jetzt einfach mal zu unserem nächsten, machen den auf und der ist von der Stadtbäckerei Westerhorstmann. Da haben wir auch schon ordentlich was geschlemmt und meiner Meinung nach hatten die für mich persönlich den vom Aussehen her mit auffälligsten und für mich persönlich geschmacklich besten Berliner. Das war ein Frosch-Berliner mit Pistazie oben drüber, dann so kleinen Froschaugen und dann innen drinne beziehungsweise oben drüber Pistaziencreme und innen drinne noch eine Schoko-Haselnusscreme. Fand ich nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich mit, wenn nicht vielleicht sogar der beste Berliner, der mir im Rahmen dieser aufgefallen ist. Aber auch hier haben wir wieder einen Berliner. Diesmal sieht es mit Marmelade aus. Wir schauen, oh, schaut mal hier. Wir drücken kaum drauf, da kommt schon das Ganze hier raus. Ne? Ich spare mir jetzt das, was ich gerade im Kopf hatte, weil es nicht jugendfrei wäre. Aber ich sag mal so, ne, das ist manchmal auch so ein bisschen der Nachteil. Ne? Oben kam es gerade richtig schön raus, aber dann unten, wenn ich überlegt hätte, ich hätte jetzt unten reingebissen, dann fehlt da so in Anführungsstrichen, sage ich mal, naja, so unten der Berliner und man hat nur 1/3 Marmelade. Also wie gesagt, Stadtbäckerei, ihr hattet mit zu den Besten, liebe Grüße gehen raus. Aber das ist Murks, wenn, ich sag mal, im 2/3 der Berliner keine Marmelade da ist. So geil das auch oben ist. So schade ist es dann einfach, wenn der erste Bisse da ist und dann ist in dem restlichen Berliner leider nichts mehr drin. Schade Marmelade, passend dazu. Dann kommen wir zum nächsten Berliner. Auch hier haben wir, zum nächsten Donut, wie ich sehe. Einen Schokodonut, wo man sich auch einen Dickmann mit reingenommen hat. Weißen Dickmann, Schokodonut. Ich muss euch ja ehrlicherweise sagen, wo ich persönlich gar nicht der Fan von bin, ist so, wenn so diese kleinen knusprigen, ich komme gerade nicht drauf, aber diese Konfetti-Dinger, die jetzt hier drauf sind, ne? Wisst ihr, was ich meine?
diese kleinen Streusel oben drüber sind, weil für mich ist das immer unangenehm, wenn man da drauf beißt. Ich weiß gar nicht, wie ihr das seht, aber das haben ja viele. Ne, auch hier im nächsten Donut wäre das jetzt mit so drin. Wie gesagt, ist der gleiche Donut. Den brauchen wir jetzt nicht nochmal extra probieren. Schmeckt gut, der Donut, ne, gibt's nix. Aber mir schmecken, ich sag mal, diese Konfetti-Dinger oben, weil die sind so, ja, das ist einfach zu hart. Für mich passt auch, wenn es halt ein Donut, der weich ist, einfach nicht mit oben drüber. Aber ansonsten schmeckt der Donut und bei dem nächsten Berliner bitte die Marmelade was verteilter oder sogar noch ein bisschen mehr rein. Kommen wir zum nächsten. Packen uns was von der Bäckerei Pass, die uns natürlich auch die Location gewährt haben für unser riesiges Berliner Video mit den Berliner Krapfen Challenge. 40 Stück, packen hier was aus. Ei, und auch hier haben wir wieder ordentlich was zu präsentieren. Und das nennt sich die sogenannte bunte Sause. Die konnte man oder kann man vorbestellen zu den Karnevalszeiten. Bei, wie gesagt, Pass, 10 Berliner Mutzenblätter, Mutzen sind da mit dabei. Und wie gesagt, das Ganze aus gegebenen Karnevalsanlass. Probieren wir das Ganze mal. Erinnert mich so ein bisschen an Spritzgebäck, diese Weihnachtsplätzchen, die man hat. Ne? Dann haben wir, wie gesagt, viele verschiedene Berliner Schokodonut, denn wir machen den mal zusammen auf, um einfach auch mal wieder diese Special-Dinger zu zeigen. Schaut mal hier, wenn wir das Ganze aufmachen, und das ist das, was ich meine. Schaut mal, wie fett die Füllung hier einfach drin ist. Auch richtig schön verteilt. Schaut mal hier, der ganze Berliner ist voller Schoko. Wie riesig die Unterschiede jetzt gerade auch zu den Marmeladedinger sind. Und die Schoko ist ja noch mal mächtiger. Boah. Also richtig geiler Berliner, kein Scheiß, ne? Also diese Schokocreme, richtig weich, der Berliner, top, also das schmeckt schon richtig gut. Kommen zum nächsten Berliner, schau mal, wie die Füllung hier ist, und das ist das, was ich meine. Deswegen teste ich das Ganze auch so gerne mit euch oder schau einfach die Vergleiche, schaut mal hier, 1:1, wieder ein Original Berliner, wieder mit Marmelade-Fruchtfüllung, und der Berliner ist komplett gefüllt. Vorne, hinten, links, rechts, richtig geile Füllung, so wie es sein soll, rein da. Boah, geil, das ist ein Berliner, der den Namen gerecht kommt, der schmeckt geil, da ist viel Füllung drin, genau das, was auf unserem Kanal passt, da gehört das Krümelmonster, da lebt das Krümelmonster richtig auf, der schmeckt richtig gut. Also passt, liebe Grüße gehen raus, nicht nur die Location, die uns die gegönnt haben, sondern auch die Berliner, geil. Dann kommen wir hier, das müssten diese kleinen Mutzen sein, die hier so ein bisschen verteilt sind, neben den ganzen Konfetti. Schmeckt okay, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so meins hundertprozentig. Auch Spritzgebäck bin ich jetzt nie so der richtige Fan von. Dann kommen wir aber, wie gesagt, zum nächsten Berliner. Der scheint, ich sag mal, wieder mit einer Alkoholfüllung zu sein. Auch, würde ich schon sagen, ja, auch Eierlikör oder sowas. Ne? Aber ihr seht hier, wie fett die Brummer einfach sind. Ne? Auch hier mit so einer Sahnecreme, würde ich sagen. Oh, der schmeckt trotzdem gut. Ein bisschen krokant, würde ich tatsächlich sagen, oben drüber. Ne? So eine leichte Schokoglasur glasiert. Also nicht nur, dass der toll aussieht. Wie gesagt, ist definitiv mit Alkohol. Sei an dieser Stelle gesagt. Aber auch der schmeckt ganz gut. Wobei bisher hat mich der Schoko, aber auch der Marmeladen- bzw. Fruchtberliner überzeugt. Und dann haben wir noch hier einen pinken. Finde ich auch ganz fancy. So einen pinken, reißen den mal zusammen auf. Und schauen mal, welche Wahrheiten oder nicht Wahrheiten, oh, drin verstecken. Diesmal ist es, das könnte auch schon wieder so eine nee, ich glaube, es ist wieder eine Marmeladenfüllung, nur halt mit Pink. Aber auch hier, ne, schaut mal hier, in der Mitte richtig viel wieder drin an Füllung, schön verteilt. Schaut mal, wenn wir da drauf drücken, da sprießt es aus jeder Ecke raus. Auch hier wieder schön mit einer Fruchtfüllung. Auch das Ganze, Daumen hoch, schmeckt super. Also Pass hat mich überzeugt, definitiv geile Sache. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Weihnachten, wie so die Pakete auspacken, denn klar, als Krümelmonster haben wir schon gut 40 Berliner vernichtet. Oh, habe ich was verraten? Schaut gerne das Video im Nachhinein. Aber einige Berliner konnte ich noch nicht testen, beziehungsweise auch noch nicht alles sehen, weil wir, ich sag mal, auch einiges natürlich schnell aufbauen mussten. Deswegen ist es so ein kleines Weihnachten, und die Bäckerei Boten überrascht uns noch, was das Krümelmonster übrig gelassen hat, mit 3 weiteren Berliner. Auch die reißen wir mal zusammen auf. Oh, da ist so ein bisschen, obwohl, wisst ihr? Nee, wisst doch. Schaut mal hier, ne? Das ist so ein Berliner, der scheint auch wieder, ich sag mal, mit, ich denke mal, eine Alkohol, oh ne, eine Puddingfüllung zu sein. Oh, mit Pudding, aber nur eine Hälfte davon, ne? Also auf der anderen Hälfte, die können wir schon fast wegschmeißen, ist gar nichts drin, ne? Dafür auf der Seite umso mehr. Also kein Mist, ne? Der schmeckt richtig gut. Das ist eine Vanille-Pudding-Creme-Füllung. Und ich würde tatsächlich sagen, auch da müsst ihr, wenn ihr sicher sein sollt, am besten selber nachfragen, wenn ihr zu dem Bäcker reingeht oder nochmal nachschauen im Internet, dass er ohne Alkohol ist.
Bin mir jetzt, wie gesagt, nicht 100% sicher, aber wenn, schmeckt man es gar nicht raus. Ich hatte schon einen Berliner im Video gehabt, wo ich mir dachte, Halleluja, ich habe eine Schnapsflasche im Mund. So krass war das. Aber der schmeckt richtig, richtig gut. Wie gesagt, leider nur eine Seite dann auch an der Stelle wieder befüllt. Oh, der fühlt sich schon richtig schwer an. Schaut mal hier oben drüber. So richtig schön mit Mandelsplittern auch oben drüber. Auch den reißen wir wieder zusammen auf, schauen, was drin ist. Und oh, da kommt wieder eine schöne Creme raus. Eine weiße auf jeden Fall. Riechen wir dran. Das könnte... Bevor ich was Falsches sage, beiß mal einfach zusammen rein. Also ich würde sagen, es ist von der Creme her die ähnliche oder gleiche, wie sie jetzt gerade von dem anderen war, nur halt weniger konzentriert. Oben hat man diese Zuckerglasur noch oben drauf, aber auch hier ist es dieser weiße Pudding, der meiner Meinung nach genauso ist wie der jetzt zuvor. Ansonsten können diejenigen, die, ich sag mal, dafür verantwortlich sind, das machen, gerne da reinschreiben, wenn es nicht so ist. Aber geschmacklich war es für mich jetzt sehr ähnlich. Und dann kommen wir zum letzten mit Smarties oben drüber. Richtig fett, ne? Ich muss euch ehrlicherweise sagen, das hat die Challenge umso schwieriger gemacht, weil das keine normalen Berliner sind, die zu Karneval rauskommen, wie ich gemerkt habe. Ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert. Aber war umso leckerer. Reißen auch den zusammen auf. Boah, der scheint so mächtig zu sein. Wie ist die Füllung hier? Auch da, sage ich mal wieder, sekundär. Ne? Ihr seht hier auf einer Seite richtig, richtig viel. Und auch auf der anderen Seite, ich sag mal, das Spritzloch nicht richtig getroffen. Wobei es geht noch im Verhältnis zu, ich sag mal, normal Berliner. Ihr könnt mal, glaube ich, ein bisschen mehr reinmachen. Beißt mal zusammen rein, wie es geschmacklich ist. Jo, also was definitiv ist, richtig, richtig krasser Erdbeergeschmack. Also hier schmeckt man den Erdbeergeschmack definitiv raus. Ich finde das auch mit der Zuckerglasur, auch wenn ich mich hier einschmiere. Das ist auch der Grund, warum ich die Handschuhe bei dem anderen Video angezogen habe. Für alle, die sich mal fragen, wo ich die Handschuhe anziehe, wenn man sich einfach sonst so einseitet und auch hier mit Technik romantiert, da schon einiges kaputt gegangen ist. Aber schmeckt mir persönlich richtig gut. Könnt nur, ich sag mal, 20-25% mehr Füllung rein. Aber das meckern wir auf hohem Niveau. War schon geil. Bäckerei Boten. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten weiter. Und kommen zu unseren lieben Freunden Bäckerei Ewertsberg, wo ich sagen muss, da hat das Krümelmonster schon gut zugeschlagen, weil es so lecker war. Leider, in Anführungsstrichen, haben wir jetzt für das Video nur noch die sogenannten Apfelringe von Ewertsberg da. Und so sieht das Ganze aus, ne? Ein Apfelring. Und was ich euch jetzt schon sagen kann, der fühlt sich so saftig an. Oh, schaut mal hier, ne? Da ist innen drinne wirklich so richtig, richtig schön Apfelteig drinne oder vielleicht sogar Apfelstücke. Ich habe es noch nicht probiert. Es riecht richtig geil. Mal schauen, wie es schmeckt. Kein Mist, ne? Das Ding würde ich mir abends, morgens als Dessert immer wieder mal gönnen. Richtig schön weich, ein richtig schöner, ich sag mal, Apfelgeruch auch und ein richtig geiler Apfelgeschmack dazu, ne? Schön weicher Teig, ne? Der so schon, ich sag mal, wenn man draufdrückt, zergeht und innen drin hat man wirklich so eine kleine Apfelstücke mit so einer kleinen Creme, würde ich schon fast sagen, die da so ein bisschen drüber ist. Kann aber auch durch die Apfelstücke sein. Also schmeckt für mich richtig gut. Das Krümelmonster hat, wie gesagt, bereits schon gut zugeschlagen bei Ewertsberg, aber auch den Apfelring, den kann man sich richtig gut gönnen. So, dann kommen wir zur letzten Bäckerei, bevor wir noch eine Konditorei haben, die auch mitgemacht hat und natürlich auch bekannt ist. Und das ist jetzt die Bäckerei Busch und auch die hat zu Karneval was richtig Geiles, Spezielles. Zum einen natürlich ihre klassischen speziellen Berliner, mit denen wir, glaube ich, jetzt mal anfangen. Schauen wie, oh, schaut mal hier. Da geht doch jedes Berliner Karnevalsherz auf, oder? Die Füllung, der Vergleich einfach zu den Berlinern, die wir teilweise jetzt schon hatten oder auch noch nicht. Was eine Füllung, ne? Außen ist, ich würde sagen, also es ist auf jeden Fall so eine Schoko. Ob es mit Alkohol ist, so eine Baileys-Ding, weiß ich nicht. Probier mal. Also, wenn es Alkohol ist, was ich an dieser Stelle tatsächlich bezweifle, ich glaube, der ist ohne Alkohol, dann ist es so ein Nutella-Berliner. Also, wie gesagt, ich kann jetzt nicht einfach bei jedem Berliner nochmal nachschauen, welcher es genau ist und auch nicht genauso gut merken. Ansonsten checkt gerne, wie gesagt, jetzt hier zum Beispiel Bäckerei Busch ab, welcher Berliner das genau ist. Aber der schmeckt richtig geil. Eine richtig geile Nuss-Nougat-Creme, eine richtig geile, ich sag mal, Schicht oben drüber Schoko. Also ich sag mal, wer auf Schoko steht, ist für mich mit einer der geilsten Schoko-Berliner, die ich bisher gegessen habe. Richtig geil. Ich denke aber, dann kommen wir jetzt zu einem alkoholischen Berliner, der auch schon in wieder so eine Richtung Likörreihe gehen könnte, mit so einer Vanillecreme vielleicht. Das riecht schon so danach. Also bei dem würde ich jetzt tatsächlich sagen, der gerade war ohne, der ist definitiv mit Alkohol, wäre jetzt so meine Auffassung. Auch hier ist auch die Füllung ein bisschen weniger, ne? Man hat jetzt hier so links und rechts ein bisschen mehr. Also ich sag euch ganz ehrlich, der Schoko-Nougat-Berliner da gerade hat mich umgehauen. Der jetzt nicht so, aber der jetzt gerade war schon Highlight. Aber wir haben noch zwei andere Highlights und zwar hat die Bäckerei Busch
auch, ich sag mal, sich zu, und deswegen feiere ich auch jetzt zum Beispiel Busch, ne, weil die von außen immer schön was hermachen, waren für mich auch ansehnlich mit die schönsten Berliner, habe ich denen auch vor Ort gesagt, liebe Grüße gehen raus. Und jetzt hat man hier so, ja, so einen kleinen, ich sag mal, noch was Schönes gemacht, ne? Hinten so ein bisschen Zuckerglasur oben drüber, hier so eine Haselnusscreme, würde ich schon fast sagen, um dieses Konfetti oben drüber, was jetzt ja nicht so meins ist, Smarties, ne? Aber auch da beißen wir mal rein. Genau wie ich gesagt habe, ne? Schön so eine Haselnusscreme oben drüber, Schokoglasur, Konfetti, auch das Ding schmeckt. Würde ich aber tatsächlich jetzt gerade die Berliner einfach bevorzugen, weil sie für mich weicher sind und für mich ein bisschen besser. Aber wir haben jetzt hier, ich sag mal, so eine Art Karnevalskopf oder so ähnlich, würde ich sagen. Ne? Sieht so ein bisschen aus wie so, wenn man es jetzt hier ausmacht, so ein Muffin. Aber auch hier ganz witzig, ne? Wanted, you rewarded. Machen das Ganze mal auf, ne? Also das Papier hier ab, wie gesagt, so klassisch vom Muffin. Beißen da mal zusammen rein. Also ein Warnhinweis, gehen an alle raus, die sich das Ding gönnen. Holt vorher den Pieker da raus, meine Lieben. Halleluja. Ich habe mich fast hier in den Mund gepiekt. Halleluja. Holt das Ding vorher raus. Ansonsten schmeckt das Ding wirklich gut. Schaut mal hier. Da innen drin, wenn man drauf drückt, ist sogar noch eine Vanillecreme-Füllung oben drin, beziehungsweise innen drin. Schmeckt richtig gut. Und das Ding hier oben drüber, ne? Von der Glasur her könnt ihr das euch vorstellen wie so ein Dickmann mit Vanillefüllung. Also es schmeckt wie so ein Dickmann von oben, ne? Und dann diese Creme, also vielleicht ist das auch so ein bisschen die Inspiration. Und hier unten richtig schöner Teig, ne? Ich weiß gar nicht, ob es Biskuit oder sowas ist. Schmeckt richtig geil. Also das Ding kann richtig was, außer wie gesagt, Hinweis, Lebensgefahr, vorher den Pieker rausholen. Und damit kommen wir schon zum letzten. Und zwar sind wir bei der Konditorei Heinemann angekommen, die bekannt ist in Düsseldorf. Die Berliner waren für mich schon Wahnsinn, sage ich euch. Verhältnismäßig sehr klein im Gegensatz zu den anderen, aber umso mehr Bums hatten die. Auch hier haben wir sogenannte, ich sag mal, diese Spritzdinger, die wir vorhin schon hatten, ne? Jetzt auch schon wie bei den anderen Bäckereien, wie zum Beispiel bei Oehme. Hier ähnlich auch mit der Glasur oben drüber. Ist nur ein bisschen dicker, aber Halleluja, Leute. Boah, schmeckt das krass. Also von den 3 Dingen jetzt, ja, diese Spritzringe, die wir jetzt hatten, ist es geschmacklich der beste. Der größte, man muss aber auch natürlich sagen, Heinemann steht für Qualität und Preis muss man natürlich dementsprechend auch mit anrechnen. Ne? Also das darf man nicht vergessen, macht euch da gerne schlau. Aber es ist natürlich auch so, dass das Ganze auch mit einem anderen Preis verbunden ist. Aber ich muss schon sagen, geschmacklich, Halleluja, ist es geil. Wir haben noch 1, 2 Highlights von Heinemann. Zum einen haben wir, wie vorhin auch von der Bäckerei Pass, die sogenannten Mutzen. Also um es nochmal richtig zu sagen, es sind tatsächlich die Mutzen Mandeln, ne? Und ja, haut mich jetzt nicht weg, bin ich kein Fan von, also im Gegensatz zu jetzt den anderen Sachen. Ich glaube, die gibt es tatsächlich auch regelmäßig da, jetzt nicht nur an Karneval. Ist jetzt nicht so meins, aber kann man sich trotzdem mal genehmigen, würde ich sagen, ne? Also Leute, dieser Karnevalskopf, ne, von Heinemann, den ich gerade noch mal zum Schluss aufgemacht habe, das ist ja der absolute Wahnsinn. Diese Creme da drinne, dazu schmeckt man einen Kaffeegeschmack mit dazu und genauso wie ich es jetzt auch hier lese, mit so Haselnüssen, Butter, Eier, Aprikosen, also wirklich richtig geil. Die Kakaomasse, ne, die oben drüber bzw. in der Mitte noch ist. Also das Ding, dieser Karnevalskopf, das ist ein echtes Highlight. Das ist wirklich nochmal so das i-Tüpfelchen auf den Ganzen, was wir jetzt hier hatten. Wie gesagt, da sind wir bei Preis-Leistung, darf man auch nicht vergessen. Ich finde, das Ganze sieht richtig geil aus, aber das war, würde ich sagen, wieder ein geiles Video. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Liebe Grüße gehen wieder an alle Bäckereien raus, die mitgemacht haben und natürlich auch die jetzt hier, weil das Krümelmonster schon in unserem Hauptvideo so viel vernichtet hat, schon gar nicht mehr so dabei waren, wie jetzt zum Beispiel Bäckerei Hinkel, die mir spontan noch einfallen. Aber das hat so viel Spaß gemacht, ne? Die Vorbereitung war riesig, kann ich euch sagen. Die Orga, das Ganze abzuholen morgens, fertig zu machen. Upsi, jetzt bin ich auch wieder gut gesättigt. Und diese 40 Berliner, wie gesagt, checkt gerne das Video auf unserem Hauptkanal ab, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt das Ganze auch hier nochmal zu testen, euch vorzustellen und Lust darauf zu machen, mehr davon zu probieren und zu essen. Schreibt gerne rein, was ihr schon so gegessen habt oder wie ihr meint, das muss ich mal probieren, spätestens nächstes Jahr bei der nächsten Karnevals-Challenge oder Präsentation. Also das hat richtig viel Spaß gemacht. Bestellt liebe Grüße, gönnt euch die Bäckereien, gerade die wir jetzt auch hier vorgestellt haben. Ich fand es unfassbar. Das war eine tolle Reihe, ein tolles Video, jetzt auch auf unserem Zweitkanal. Ich freue mich auf mehr. Lasst gerne viel Liebe da bei den Bäckereien, auf unseren Kanälen. Folgt dem Ganzen, abonniert, checkt Social Media bei uns ab. Big M Eats Food, ne, auf TikTok, Instagram, auf YouTube und dementsprechend natürlich auch auf den Social Media Kanälen der Bäckereien. Danke fürs Zuschauen, gerne den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier auf unserem Zweitkanal oder unserem Hauptkanal. Macht's gut, bis dann. Schöne Karnevalstage noch, einen schönen Rosenmontag. Macht's gut. Ciao, ciao.